Oh, Hallöchen. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen natürlich wieder. Es ist 20 Uhr, wir sind ein bisschen später dran heute. Es ist wieder German Spirit League Time. Liga A ist heute am Start. Wir haben heute natürlich ein etwas nicht so ganz großes Fahrerfeld. Das liegt natürlich daran, dass wir leider einige anderen Piloten heute leider aus zeitlichen Gründen heute nicht können. Aber ich denke mal, wir werden heute, der Rest von unseren Leuten, die heute noch da sind, werden heute euch einen spannenden Kampf liefern und ein spannendes Rennen. Mal sind wir gespannt aus. Die Liga B hat heute schon vorgelegt und ich denke mal, wir werden heute sehen, die Liga A, auch wenn sie heute nicht in voller Besetzung heute dran ist, wird schon zeigen, wie der Hase läuft. Ich werde den Jungs jetzt sagen, dass es losgeht. So. Mal sagen, dass die Jungs alle rausfahren. So, Zeit für Qualifying. So, das Qualifying geht los, liebe Zuschauer. Der Liga A. Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, was hier heute abgeht. Liga B hat schon gut vorgesetzt. Mal gucken, ob heute aktuell der Meisterschaftsführende Mystic Sarex kann natürlich heute seinen Vorsprung ausbauen. War natürlich Sieger des letzten Rennen. Sein Hauptkonkurrent Clemson McKenzie ist natürlich heute nicht am Start. Aber wir gucken natürlich erstmal, welche Reifenstrategie die Jungs gewählt haben und natürlich, ob sie alle aus der Box rausgekommen sind. Der letzte fährt raus, das ist so probiert zum Beispiel mit dem Medium. So, fängt da schon das bunte, gemischte Spiel der Reifenwahl an. Aber schauen wir uns erstmal an, die Piloten. Da haben wir Sandgame natürlich, Blue Dragon Racing, muss natürlich heute für seinen Teamkollegen heute mitarbeiten, der heute leider nicht kann. Hat sich die Supersoft aufgezogen, also probiert heute gleich aggressives Qualifying zu gehen. Dann haben wir einen Torres, der es mit die Weichen versucht, auch interessant. Dann haben wir heute Mystic Sykes, ebenfalls natürlich super soft, will sich heute auch die Pole holen. Dann haben wir Harvey Dash Headquarter, der spielt in seinem roten, schwarzen Aston Martin, ebenfalls natürlich wie die Weichen heute will er es versuchen. Dann Scheibenwilli von Reisendorf Rennsport. Die Parole weiß Willi sowieso von mir immer, aber er probiert es heute mit die Weichen. Okay, und dann haben wir nochmal die gesamte Headquarter-Mannschaft. Dann Tobi natürlich, probiert es mit Supersoft. Ja, mal interessant sein, was die Jungs uns heute hier zeigen werden. Ja, Juti, guten Tag, guten Abend, grüße dich. Hallöchen im Chat. Auch nochmal von mir nochmal schönes Rennen gehabt, mein Lieber, guten Kampf. Ja, hast du gut geführt. Kannst du auf die Schulter klopfen. Aber gut, zurück zur Liga A. Hallo, was ist los? Mystic Zeug, macht hier einen auf langsam. Will das wieder auf die allerletzte Sekunde bringen. Naja, letztes Mal hat er sich zeittechnisch ein bisschen verrechnet mit seinem zweiten Stint-Reifen. Aber leider nicht mehr geschafft, noch über die Marke 0 rüberzukommen. Und da war leider Schluss. Aber gut, der erste fängt an mit der heißen Runde. Das ist Sandgamer. Es wird der erste sein, der uns jetzt nochmal mal zeigt, was hier geht. Komm Junge, Feuer frei jetzt. Jetzt heißt es volles Brett, all in. Dann Torres natürlich hinterher, Scheibenwilli gefolgt. Der spielt gleich mit dahinter. Tobi nimmt jetzt Anlauf. Dasselbe gilt natürlich für Son Goku. Der nimmt jetzt auch voll Anlauf. Und natürlich das Schlusslicht, der natürlich wieder auf die allerletzte Sekunde wieder ankommen lassen will, ist natürlich wieder Mystic Sarex. Der Cutter King. Aber gut, gucken wir uns mal an, was die Jungs uns hier im Qualifying so alles mal demonstrieren. Ja, vollen Einsatz gleich vor uns Sandgamer. Das heißt, es sich nicht mehr verstecken, sondern alles herauskitzeln, was geht. Natürlich muss man berücksichtigen, dass die ein oder anderen Piloten hier, der ein oder andere natürlich auf einer anderen Reifenstrategie unterwegs ist. Zum Beispiel einer davon ist zum Beispiel Son Goku. Der versucht es mit den Mediums. Da bin ich gespannt, was er aus den Reifen herauskitzeln kann. Ja, volle Lobby. Ne? Das liegt halt wieder mal daran, dass wir auch natürlich immer noch im Sommer sind. Das liegt auch wieder daran, dass die ein oder anderen wahrscheinlich auch privat wieder nicht können. Kann man leider nichts machen. Diesmal ist die Liga A halt nicht in voller Besetzung unterwegs. Es ist halt auch immer so, es kommen halt auch manchmal gewisse Sachen irgendwo dazwischen, vielleicht auch unplanmäßig. Die muss man da noch leider auch entschuldigen. Das ist halt nun mal so, es gibt auch andere Dinge, gehen nun mal vor.
Ne? Aber dennoch, wir haben zwar aktuell 7 Piloten am Start, aber das ist egal. Die Jungs zeigen uns schon hier, was hier heute geht. Manchmal hat man auch gute Rennen mit weniger Piloten. Das gibt's auch. Trotzdem, Leute im Chat, feuert die Jungs an hier. Die sollen Gas geben, zeigen. Wie schließlich ist es die Liga A, die hier am Start ist. Die hat einen Ruf zu verteidigen. Also, Silent Gamer hat schon mal vorgelegt mit 56,8. Torres, eine Zehntel dahinter. Scheibenwilli pulverisiert das gleich mal auf 1,55,5. Ja, der spielt rein, tut sich auf Platz 2 einordnen. Tobi aktuell auf der 3. Sogo auf der 4. Und wo ist Mystic Cyrex? Und Mystic Cyrex, der ballert hier gleich mal eine 1,54,4 in den Asphalt. Nochmal 1,1 Sekunden schneller. Da muss ich gleich mal sagen, ob die Runde legal war oder nie. Das ist bei ihm immer so eine Sache. Da war er definitiv mal unter dem Radar unterwegs. 1,54,4, das ist schon mal ein Brett mit Ansage. Hut ab, mein Lieber. Frage ist, war die Runde legal oder nicht? Aber gut, Scheibenwilli, Mittelsektor. Scheibenwilli, du weißt, was ich immer zu dir sage. Bevor du wieder in diese Position gerätst, versuch jetzt im Qualifying mal was rauszuballern. Jawohl, und das tust du auch. Persönliche Bestheit im Mittelsektor. Ja, der spielt, glaube ich, kommt da nicht ganz ran. Mal gucken, ob Tobi, ob er sich nochmal verbessern kann. Ah, nicht ganz. Und Kuku ebenfalls, bin ich gespannt. Wo ist sein Gamer, mein Lieber? Wo bist du denn? Kannst du dich nochmal verbessern? Kannst du nochmal was rauskitzeln? Komm, Junge. Geh nochmal all in. Boah, da war richtig Schwung genommen, alles was geht. Richtig Schwung auf die Gerade und, aber ich sehe schon, Torres hat eine andere Strategie und sein Gamer wird sich nochmal verbessern, jetzt auf Position 3. Torres ist an die Box gegangen, guck mal auf Willi, Willi war nochmal auf Verbesserungskurs und ja, hat sich ein bisschen verbessert. Hat sich jetzt auf die 2 geschoben. Tobi jetzt aber an die Box, nimmt den zweiten Reifensatz. Songu will sich nochmal verbessern. Schafft er das? Nein, nicht ganz, leider. Aber gut, jetzt sind die einen oder anderen Piloten sind jetzt bereits an der Box und nehmen ihren zweiten Satz Reifen jetzt heran. Aber mal gucken, was die Jungs hier demonstrieren. Okay, Mystic Cyrex super soft aufgezogen. Gucken wir mal, ob irgendjemand die Reifen geändert hat. Scheinwilli ist mit seinem Reifensatz draußen geblieben. Dasselbe geht noch für Silent Gamer. Klar, Silent Gamer war nochmal auf der schnellen Runde, aber gucken, ob er sich den nächsten Satz... Der spielt, hat sich einen neuen Satz Weiche geholt. Dasselbe geht für Tobi. Tobi, neuen Satz super soft. Klar, Tobi, der will ein gutes Ergebnis einfahren. Die letzten Rennen im Nürburgring lief ja nicht so. Auch im letzten GT4 war auch nicht so sein Tag. Der muss sich was vornehmen. Torres, der Verrückte, der denkt mal, der wird die Chance hier nutzen wollen, die sich hier heute ergeben wird für ihn. Dasselbe geht natürlich auch für Son Guru und natürlich auch für die Mannschaft von Headquarter und auch für Reisensport, Rennsport, die natürlich heute in voller Besetzung unterwegs sind. Im Gegensatz zum Beispiel andere, zum Beispiel Blue Dragon muss heute alleine ran. Dasselbe geht natürlich für Infinity Red Bull. Und auch natürlich Torres natürlich, der denkt mal, der wird sich heute hier auch was vornehmen. Oder ob er sich heute nicht wieder mit seinem Lieblingskollegen und Kampfkollegen, der spielt, wieder herumschlagen wird. Ja, gespannt sein. Kann sich sein Gamer noch mal verbessern? Ah, knapp, Junge. Ja, ich denke mal, die Box sucht. Die Box willst du jetzt aufrufen, aber 2 Minuten, das wird eng werden. Scheinwilli konnte sich nicht noch mal verbessern. Ja, ich denke mal, das wird auch vielleicht sein letzter Versuch jetzt sein, weil Zeit für die Box ist nicht mehr. Der Spiel wiederum beginnt jetzt seine letzte schnelle Runde. Nimmt nochmal richtig Anlauf. Nein, und da hat er sie weggeschmissen, Junge. Eieiei, Fehler von der Speed. Oh, und das wird ihn natürlich richtig ärgern. Oh, muss jetzt Tobi die Kastanien aus dem Feuer holen. Komm, Tobi. Schmeiß den Turbo an. Jetzt all in. Guck mal, ob Torres sich verbessern kann.
Ah, ganz knapp, naja, noch nicht. Dasselbe geht natürlich für Son Goku. Ah, auch nicht. Ah, schauen wir mal auf Tobi. Bei Mystic denke ich mir, der wird es nochmal versuchen. Gucken wir, ob Tobi sich im ersten Sektor schon mal verbessern kann. Ah, hat oben einen Fehler eingebaut. Ah, 6 Zehntel, das holst du eigentlich nicht mehr auf. Aber schauen wir jetzt mal auf den, der aktuell erst platziert und der aktuell die Pole hat und Meisterschaftsführenden Mystic Strikes. Der hatte schon wieder eine absolute Bestzeit in Sektor 1. Boah, Alter, da ballert er das Ding einfach da durch die Kurven, Alter, ey, leck mich am Arsch. Das war echt... Boah, das ist eine Zwischenzeit, du, da tust du tief atmen. Die ist aber mal mit Ansage. Und das könnte sogar eine 1,53 werden, wenn er das noch zu Ende bringt. Bin ich gespannt. mit dem Sektor 3, das ist übrigens, aber Torres hat sich nochmal verbessert auf Position 4. So schaue ich aber jetzt auf Mystic Strikes, der hier unten unterwegs in Richtung einer 1,53 ist. Und Saris gibt es auf jeden Fall Vollgas und das könnte eine 1,53 werden. Und das wird eine 1,53,8 von Mystic Strikes. Wahnsinn. Boah. Ist noch irgendjemand auf der gezeiteten Runde? Ja, Silent Gamer, aber ich glaube, seine Reifen werden das einfach nicht mehr mitmachen. Torres hat sich nochmal verbessert, ist aktuell Position 3. Der Spiel konnte sich leider nicht mehr verbessern. Dasselbe gilt für Tobi, Headquarter. Beide auf Position 5 und 6. Und Son Goku ebenfalls, bleibt auf Position 7. Das heißt... Aber kann vielleicht Silent Gamer vielleicht noch ein Wunder herbeiführen? Mit den Reifen. Wäre jetzt ein Wunder, wenn er sich jetzt noch mal richtig massiv verbessern würde. Das würde mich jetzt so richtig wundern. Aber sieht nicht danach aus, mein Lieber. Trotzdem Position 3. Und für meinen guten Fahrer und sehr geschätzten Kollegen Scheibenwilli Platz 2 im Qualify, mein Lieber, mit eines der besten Ergebnisse. Glückwunsch, mein Lieber, aber du weißt, das Rennen ist lang, da kann noch einiges passieren. Und da kommt aber die Ziellinie des Heimkämer und das Qualifying ist vorbei. Glückwunsch an Mystic Strikes für die Pole. Auf Platz 2 natürlich Scheibenwilli, auf der 3 Sidegamer und auf der 4 einem Torres. Glückwunsch an die Viere. Aber das Rennen. Wir haben eine Stunde Rennaction vor uns, liebe Zuschauer. Haben zwar nur 7 Fahrer am Start. Ist aktuell egal. Es ist ein ausgedehntes Fahrerfeld. Das bedeutet, Jungs, ihr habt mehr Platz. Aber dennoch zeigt es den Leuten, dass man auch mit etwas weniger Piloten auch trotzdem richtig Spaß haben kann. Und darum geht es auch immer wieder, liebe Zuschauer. Ach, Roy, mein Lieber. Warum bist du heute nicht am Start, mein Lieber? Das kannst du doch ruhig mir mal sagen. So, der Start ist freigegeben natürlich. Super Start von Mystic Strikes und Citroën. Das wundert mich eigentlich nicht, weil der Citroën ist ein Raketenstarter. Aber Silent Gamer wollte es wissen und wollte, glaube ich, Mystic Strikes überraschen. Aber jetzt müssen sich die beiden Mercedes-Piloten da ein bisschen kalbeln. Das ist Silent Gamer und Torres. Und Torres will auf Position 2. Scheinwili, der arme Kerl, ist schon wieder auf Position 5 zurückgefallen. Scheinwili, wo willst du wieder hin? Du machst doch nicht schon wieder die Parole. Und dasselbe gilt für Tobi. Tobi Vollgas. Ah, Son Goku muss sich wehren. Aber vorne ist der Kampf hier im Brand, wie ich gerade sehe hier. Torres greift Mystic Strikes an. Ja, Torres will wohl in der Anfangsphase schnell irgendwie versuchen, Mystic Strikes zu überraschen. Oh, da zieht Torres raus und greift Mystic Strikes an.
Ja, der Mercedes einen guten Topspeed. Aber Racing Sykes tut es auf der Bremse probieren. Da musste Torres die Linie aufmachen. Und das ist die Chance für Silent Gamer. Natürlich sich Position 2 zurückzuholen, aber Torres versucht das noch abzuwehren. Jungs, lasst euch den Platz da hinten. Jetzt ist das wieder ein Vierkampf nämlich geworden. Zwischen Torres, Silent Gamer. Der Spiel hat sich jetzt mit eingeschaltet. Scheinwili ist wieder dahinter. Am Scheinwili zu dir komme ich noch. Ich gucke mir erstmal auf vorne an, wie sich das hier noch das Bild hier ergibt. Son Goku aktuell, klar, ist mit den Mediums gestartet, aktuell Position 7. Aber das hat doch nichts zu heißen. Aber jetzt, Silent Gamer nah dran an Torres. Silent Gamer will raus, Torres zieht schon rüber, versucht die Linie zuzumachen. Macht natürlich innen zu, um Silent Gamer natürlich den Platz wegzugehen. Aber da war die Tür offen für Dashbeat. Dashbeat konnte es aber leider nicht nutzen. Und Scheinwili, mein Lieber, ist auch wieder mit dabei und ist schon wieder in der Position, wo ich schon wieder sage zu ihm, Junge, du kennst das Motto von mir, du musst vorbei. Was anderes bleibt dir wieder nicht übrig. Du hängst schon wieder irgendwo wieder fest und guckst dir das wieder alles wieder nur an. Junge, Feuer frei. Boah, Torres aber mit einem Move gegen Silent Gamer. Ja, und sich Silent Gamer das gefallen lassen. Das lässt sich Silent Gamer, glaube ich, nicht gefallen. Oder gab es einen Kontakt zwischen den beiden? Aber jetzt verlieren sie natürlich in den S-Kurven. Und das ist die Chance natürlich für Scheinwili und für Dashbeat jetzt wieder stark herauszukommen. Im Windschatten natürlich. Sie sind alle zu viert hier durch die S-Kurven unterwegs. Unglaublich. Oh, lasst euch den Platz, Leute. So, Torres also natürlich tut den Zug hier anführen. Silent Gamer dahinter Dashbeat. Dann Scheinwili. Geht das schon wieder richtig ab hier. Die geben sich schon wieder richtig hier, die Jungs. Willi, das Motto, das kennst du von mir. Du hast heute definitiv Zeit, wie heute mal das Gegenteil zu beweisen, dass du das drauf hast. Attacke. Und Tobi, komm Junge, du bist da in der Nähe. Fighten. Komm Willi, Attacke. Und Silent Gamer lässt sich das nicht gefallen. Silent Gamer ist heiß, sagt sie sich, oh, so einfach wirst du mich nicht los. Silent Gamer will das Leben von Torres schwer machen. Torres muss aufpassen. Silent Gamer ist nah dran für den Angriff. Und Silent Gamer zieht raus und versucht einzustechen in die Kurve. Aber nein, zieht noch zurück im Moment. Da war die Tür wieder gerade offen für Dashbeat. Aber Dashbeat hat da noch ein bisschen noch kurz gezögert, klar, hier musste echt aufpassen. Und das ist die Chance natürlich wieder für Mystic Zeugs, sich da vorne wieder abzusetzen, wieder in der Position. Was die da hinten machen, okay, aber ich versuche lang zu gewinnen und feuerfrei. Ja, und wenn ich mir die Zwischenzeiten so angucke, macht die das so wieder die Tat umsetzen. Aber dahinter, der Kampf um die letzten beiden Plätze im Podium ist hier mal voll im Gange. Zwischen einem Torres, Silent Gamer, Dashbeat und Scheinwili. Wenn die hier so weitermachen, habe ich das Gefühl, dass Tobi so ein wenig wieder aufschließen kann. Junge Tobi, komm. Fighten, was das Zeug hält. Attack Mode. Ach, Junge, armer Kerl, Zeitstrafe. Versuchst du noch irgendwie abzusetzen. Ja, da bleibt der keine Wahl. Das könnte die Chance für Son Goku sein, sich Position 6 zu holen. Aber jetzt gehen wir hier zurück zu dem Kampf hier. Torres gegen Silent Gamer. Das hier anscheinend kein Ende nimmt hier. Ich versuche mal irgendwie Kontakt im Cockpit aufzunehmen. Nein, was mir einfach nicht heute gelingen will und nicht möchte. Das heißt, ich muss mir die Jungs so angucken. Kann ich die Kamera wechseln? Nee. Der spielt auf jeden Fall dahinter. Guckt sich das an, hat richtigen Kampf vor sich. Muss aufpassen, Scheinwili jetzt nah dran. Scheinwili ist jetzt in Angriffsposition. Versucht Scheinwili jetzt der spielt zu überrumpeln. Komm Junge. Mach den Kommentator hier nicht verrückt. Da hättest du jetzt reinziehen müssen. Willi.
Willi. Los, Junge. Vollgas. Versuch mal den ersten Pilot mal zu überraschen. Komm. Gib Stoff. Der Westenfahrer vorne wird nervös. Und hier tobt der Kampf immer noch durch die Mercedes. Aber jetzt hat Torres einen Fehler gemacht. Ist zu weit raus. Ist auf den Dreck gekommen. Und da muss er sich natürlich jetzt einordnen und zurück auf Position 5 gefallen. Und so schnell kann es passieren. Ein Fehler und schon bist hast du 3 Plätze verloren. Und Willi jetzt natürlich ist wild entschlossen jetzt. Ich hoffe, dass er es jetzt auch wirklich jetzt um die Tat umsetzt. Ist jetzt an Dashby dran und er muss jetzt vorbei. Du musst vorbei, Junge. Du musst vorbei. Komm, Junge. Was du auch tust. Jetzt musst du endlich mal vorbei. Du musst ein Statement setzen. Du hast dir natürlich gerade den richtigen Gegner ausgesucht für die Aktion, aber trotzdem. Sandgamer da vorne muss sich natürlich auch aufpassen. Dashby drückt immer weiter näher. Sandgamer muss aufpassen, denn Dashby versucht natürlich sofort einen Fehler auszunutzen. Und da war so eine Tür offen und Dashby riecht den Braten und versucht hinzubleiben, aber da haut Sandgamer aber mal so richtig die Tür zu. Und Scheinwilli ist wieder dran. Scheinwilli ist wieder dran und Scheinwilli, Junge, jetzt oder nie. Also die Bäden da vorne kämpeln sich. Du warst auf 2, bist auf 5 zurückgefallen, hast auf 4 nach vorne gearbeitet. Jetzt hast du da vorne das Podium in Sichtweite. Jetzt greif an, Junge! Jetzt greif an! Jetzt zieh endlich raus und setz ein Statement. Er tut's immer noch nicht. Er tut's immer noch nicht. Ich werde hier noch irre. Wie lange willst du dir das noch angucken? Der Spiel hat sich jetzt auf Position 2 geschoben, nachdem Sandgamer einen kleinen Fehler gehabt hat. Gucken, ob Sandgamer sich die Position wieder zurückholt. Aber das wird halt ein Akt des Grauens werden hier, glaube ich. Oh, was ist mit der Spiel los? Wo wollte er hin? Hat er irgendwas gefunden? Kann Dashby das nutzen? Aber Sandgamer ist wieder dran. Ich glaube, der BMW schiebt den Mercedes den Berg hoch. So, Sandgamer. Willi ist im Getriebe von dem Mercedes. Wie lange guckt sich der BMW-Fahrer das eigentlich noch an? Wie lange erträgt der Teamchef und der Kommentator und der Moderator das hier eigentlich noch? Jetzt ist die Lücke irgendwann mal offen. Nein, Willi! Willi! Was machst du, Junge? Ah, ich werd irre. Ich krieg hier graue Haare bei dir noch. Du machst mich wahnsinnig. Aber egal. Komm, Willi. 50 Minuten, lass dir was einfallen. An die Box, reparieren, Strategiewechsel. Pack irgendwas aus. Der Tag ist noch nicht vorbei hier. Aber gucken wir auf den Dreikampf da vorne. Torres wieder dran an Dashby. Dashby wiederum war aber auf Position 2, ist wieder auf 3 zurückgefallen. Hat Kämpfe, muss sich gegen die beiden Mercedes wehren. Aber jetzt tut aber mal Dashby aber mal so richtig die Ellenbogen ausfahren gegen Torres. Und sagt so nicht, so nicht, mein Lieber. Kann Sandgamer vorne wieder nutzen, kann sich absetzen. Ja, Mystic Sykes ist auch mit allem ist auch wieder fast abgeflogen, also voll am Limit. Wenn die Frage, wie lange sich Sandgamer mit seinen Supersoft hier noch wehren kann. Denn die scheint immer mehr in die Knie zu gehen. Der spielt, muss natürlich versuchen, den Kontakt zu Sandgamer noch aufrecht zu erhalten. Kann Scheinwilli sich mit dem Schaden trotzdem noch irgendwie behaupten. Ja, Scheinwilli kämpft wie ein Löwe, versucht wieder ranzukommen, trotz Schaden. Songu aktuell natürlich auf der 6, aber Tobi natürlich hinten mit seinen Supersoft, der sollte in der Lage sein, versuchen wieder auf Songu wieder aufzuschließen. Aber das wird wahrscheinlich Willi im Mittelsektor gefährlich. Ja, wenn du vorne Frontschaden hast, hast du noch weniger Grip. Willi, du musst reagieren. Mach irgendwas. Okay, aber Torres ist jetzt richtig dran an Dashby. Dashby zieht schon raus und will den Windschatten von Torres versuchen irgendwie zu stören. Aber Torres will das nutzen, gleich unsere Position 3 zu schieben. Und das sieht so danach aus, ja. Leichter Quersteher von Dashby, aber da kam es zum Kontakt zwischen beiden.
Oh, das war mal so ein richtig harter Kampf zwischen beiden. Das ist ein Hauen und Stechen hier. Aber da fliegen, denke ich mal, die Fäuste. Oh, wieder am Gras raus, wieder fast abgeflogen, wieder all in hier. Sidegamer versucht vor lauter Verzweiflung, versucht sich irgendwie da rauszuhalten. Er versucht wegzukommen, aber ich glaube, seine Supersoft lassen das einfach nicht mehr zu. Sidegamer versucht jetzt den lange rauszuhalten. Oh, Torres hat... Oh, Torres und Dashbeat, beide haben eine Strafe. Mussten sie natürlich auf der Geraden absetzen. Das ist die Chance natürlich für Scheibenwilli, sich natürlich raus Nutzen zu ziehen. Aber Dashbeat hat noch eine Strafe. Er muss sie absetzen, das weiß er. Ist zwar nur ein Zehntel. Was machst du jetzt, Junge? Das ist die Chance natürlich für Scheibenwilli. Und das ist die Chance für Scheibenwilli. Und Scheibenwilli setzt sich wieder auf Position 3. Trotz Frontschaden vorne. Ja, da kann sich aber Scheibenwilli lange nicht behaupten, weil er hat Frontschaden. Das wirft dich irgendwie zurück. Und jetzt hast du natürlich die ganze Meute wieder hinter dir. Das ist die Chance natürlich für Sidegamer, sich nochmal abzusetzen. Oh, Scheibenwilli, was hast du dir hier wieder ausgedacht? Was hast du dir wieder ausgesucht, Junge? So, Dashbeat und Torres im Formationsflug, beide durch die S-Kurven. Na, durch die S-Kurven, ihr Beben. Genie und Wahnsinn sind hier definitiv näher dran, als ich dachte. Da bin ich gespannt, Alter. Der BMW vorne hast nicht so viel Apex Speed, weil du hast Frontschaden. So, der Aston kommt natürlich gleich mit einem Mordsüberschuss. Scheibenwilli versucht sich irgendwie zu retten, zu wehren. Mit Hängen und Füßen irgendwo. Aber der Headquarter-Pilot will vorbei. Ah, Scheibenwilli macht brav die Linie zu. Da musst du sagen, okay, aber das wird schwer werden. Da spielt natürlich Sidegamer die Karten und noch Mystic Sarex. Und natürlich vielleicht auch Tobi und Son Goku spielt das vielleicht auch wieder in die Karten. Können vielleicht wieder näher rankommen. Genau dasselbe auch für Son Goku, der mit den Mediums immer noch unterwegs ist. Aber sich wehren muss. Aber zurück zu diesem Dreikampf hier. Ja, Scheibenwilli kann sich irgendwie nicht mehr so richtig wehren. Musste die Position an der Spiel hergeben. Torres ist gleich dahinter. Versucht natürlich Willi auf der Start- und Zielgeraden wieder voll anzugreifen. Ja, Torres setzt zum Angriff an, aber Scheibenwilli ist auch im Windschatten von Dashbeat. Jetzt muss Dashbeat aufpassen. Scheibenwilli voll auf der Bremse. Ja, das ist ein Kampf zum Hauen und Schwirgen und Stechen und allen drum und dran hier. Boah, wieder am Dreck gewesen, wieder nicht richtig rausgekommen. Kann das Scheibenwilli wieder nutzen. Ist schon wieder fast daneben, aber nein, der Spiel kann sich noch behaupten, kann sich noch wehren. Da war die Lücke für Torres. Torres drückt sich jetzt da rein, versucht auf Position 4, hat es geschafft. Aber muss aufpassen, denn Willi mit seinem Schaden dahinter ist zwar ein bisschen... Muss der spielt hin. Der spielt mit einem Fehler, Junge. Und auf 5 zurückgefallen, hat das Auto verloren. Ach. Irgendwas war passiert. Na, auf den Dreck gekommen. So, ich würde mal sagen, den Bremspunkt hast du ja mal irgendwie nicht so richtig getroffen. Aber gut, das heißt wieder all in. Weiter geht's. So, wir scheinen Willi heute im On-Fire-Modus. Die Karre vorne scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, aber das scheint ihm jetzt mal egal zu sein. Er hat meine Worte, meine Gebete, hat er wohl gehört. Er will es heute umsetzen. Er will es heute einfach jetzt mal umsetzen. Ich peitsche ihn schon die ganze Zeit nach vorne. Komm, Junge. Jetzt aber mal so richtig Dampf in die Kette bringen. Solange noch irgendwelche 4 Räder dran sind, greif an, greif an. Aber Torres ist mit allen Wassern gewaschen. Willi fightet hier bis zum geht nicht mehr. Die Chance ist da aufs Podium, das will er sich heute nicht entgehen lassen. Was macht Dashbeat? Dashbeat reagiert nach seinem Fehler, den er gemacht hat, leider reagiert, wechselt die Strategie. Tobi aktuell auf der Platz auf der 7. Son Goku bleibt draußen, klar, natürlich mit den Reifen. Tobi war an der Box, hat sich die Mediums aufziehen lassen. Go, Junge, Feuer frei, gib Gas.
Was macht der Speed? Komm, Junge. Ah, die Mediums und volle Hütte. Interessant, macht die Hütte voll, aber zurück zum Kampf da vorne. Scheinwie bleibt immer noch in Schlagdistanz gegen Torres. Und lässt sich hier einfach nicht abschütteln. Sein Gamer da vorne, der kann sein Glück ja gar nicht fassen. Music Sykes da vorne kannst du nicht angehen lassen aus seiner Sicht. Hat genug Polster. Sein Gamer, wo willst du hin, Junge? Oh, da warst du aber mal ganz nah dran vor dem Abflug. Ja, und Torres, wir brechen die Reifen ein. Scheinbar seine Reifen sind noch ein bisschen besser. Scheinbar, was musst du unternehmen, Junge? Strategiewechsel, was anderes planen, irgendwas auspacken, Trick oder so. Nein, du bleibst draußen. Versuchst weiter an Torres dran zu bleiben. Der Spiel hat sich wieder eine Strafe geholt. Will sein Konto in Flensburg definitiv ausbauen. Und was macht er jetzt? 360 von der Speed. Ei. Das war doch mal eine richtige Einlage. Kriegst von mir eine Note 10, mein Lieber. Das will ich mir noch mal angucken. Was für ein Drift. Und Bing hat's gemacht. Hut ab, mein Lieber. Bestnote. Du kriegst von mir eine 10 dafür. Aber ein Schaden und eine Sekundenstrafe wirft dich natürlich wieder zurück, Junge. Dein Teamkollege kann es diesmal nutzen und sich auf Position 6 wieder vorarbeiten. Aber hier vorne der Kampf um Position 3. Vielleicht noch sogar um Position 2. Man weiß noch nicht, wie der Abstand ist. Der Abstand wird geringer. Der war mal bei 5 Sekunden. Torres und Willi konnten wieder aufschließen, konnten wieder aufholen auf sein Gamer. Bin ich gespannt, was wer macht hier. Ja, aber Torres hat ordentlich Druck vom BMW-Piloten. Und beide holen auf Silent Gamer auf. Schauen wie das alles raus, was der BMW noch hergibt. Hat, denke ich mal, noch einen Kasten leer gemacht und dann sich ins Auto gesetzt. Dasselbe gilt für seinen Teamkollegen. Ich denke mal, wenn heute Willi heute aufs Podium kommt, dann gibt es eine Kölscher Party. Dann fließt das Bier in Strömen. Aber Willi an die Box, reagiert als erster. Womit du deinen Schaden wenigstens auch noch reparieren. Der Spiel, glaube ich, kann dir jetzt aktuell nicht gefährlich werden, denn der hatte leider ein paar Fehler gehabt. Und da ist der Tankwart dran und macht die Hütte voll. Ah, wie viel tankst du, mein Lieber? Hast natürlich ein bisschen länger gestanden an der Box wegen der Reparatur. Mediums und fast voll getankt. Aktuell für dich jetzt Position 6. Und Sandgamer, seine Supersoft, die sind mal sowas von runter. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel drauf. Und Mystic Sykes muss irgendwo einen Fehler gehabt haben. Hast du irgendwo einen Fehler gehabt hier? Die letzte Runde von dir war eine 2 Minuten 9. Junge, wo warst du da unterwegs? Da hast du auch mal richtig Zeit verloren. Oh,
Super Soft von Mystic Select sagen wohl, du, jetzt nicht mehr. Ja, da wehrt sich die französische Schleuder, wehrt sich mit Hängen und Füßen und sagt zu ihm, fahr jetzt an die Box. Ja, und das macht Mystic Select jetzt auch. Hat aber auch ein bisschen verloren, aber ich glaube, die Konkurrenz kann leider nicht kontern. Signgeber musste an die Box, ist klar. Torres bleibt noch draußen. Und übernimmt natürlich erstmal die Führung, klar, aber ist noch nicht Boxenstopp bereinigt. Son Goku natürlich aktuell auf seine Mediums natürlich versucht, so lange wie möglich draußen zu bleiben. Signgeber natürlich wieder raus mit den Mediums. Guck mal, was Mystic natürlich raus mit seinen Mediums, aber Signgeber, was macht er? Ballert die Mediums drauf, natürlich, also fast alle Piloten jetzt mit den Mediums unterwegs. Das ist natürlich für Scheibenwilli ein Indikator, wo kommt Scheibenwilli raus? Kann er zu Signgeber aufschließen? Junge, das musst du tun. Boah, merkst du, der Aston-Fahrer, der ist am Limit hier. Ein wilder Drift. Der spielt immer noch mit dem Schaden unterwegs, den er sich eingefangen hat. Wird, denke ich mal, ein bisschen Zähneknirschen haben. Aber vorne wird es interessant werden. Also Goku aktuell auf Position 2 mit den Mediums. Klar, will eine andere Strategie fahren. Klar, das geht für ihn sonst nicht auf, wenn er jetzt irgendwas anderes versucht. Er versucht natürlich jetzt bis so weit wie möglich zu fahren. Aber Torres Reifen brechen auch ein. Das heißt, er muss auch irgendwann die Box aufsuchen. Ist auch irgendwann mal vor dem Abflug. Und Mystic Select natürlich klar mit seinen neuen Mediums, muss aber auch aufpassen mit solchen Reifen. Nicht allzu viel riskieren. Ja, das ist Son Goku auf jeden Fall ein starkes Rennen, auch von Son Goku. Ah, jetzt Torres an der Box. Ich bin gespannt, wo der jetzt rauskommt. Scheinwilli musste noch an der Box was reparieren. Was macht Torres? Und Torres ordnet sich wieder ganz knapp vor Signgeber. Nein, Signgeber kann sich Position 3 noch wieder zurückholen. Aber das wird jetzt lustig werden zwischen die beiden. Wo ist Scheibenwilli? Scheibenwilli ist nur 6,6 Sekunden dahinter. Klar, er musste noch was reparieren. Aber kann Scheibenwilli wieder aufschließen? Komm, Junge. Pushen. Was geht hier? Jetzt werden wir wieder einen Kampf haben hier zwischen die beiden Mercedes-Fahrer. Zwischen die beiden Markenkollegen. Einem Torres und Signgeber. Mystic Select hat in der Zwischenzeit Son Goku wieder überholt und übernimmt natürlich wieder die Spitze. Klar, ich meine auch für Son Goku und er hat sich lange nicht kommt der Box. Muss eigentlich die Box aufsuchen. Aber ich bin gespannt auf seine Strategie. Er war einer der ersten oder einzigste, der mit den Mediums gestartet ist. Gucken, wo das hinten raus für ihn aufgeht. Und dasselbe geht natürlich jetzt ob natürlich durch diesen Zweikampf hier, ob Scheibenwilli versucht wieder irgendwie ranzukommen. Tobi wieder mit der Strafe. Hey, wieder gebrauchtes Rennen wieder von Headquarter. Komm Scheibenwilli, 6,4, 6,5, du musst ran, du musst ran. Nicht abreißen lassen. Und Torres ist nah dran, an Signgeber. Signgeber mit einem Quersteher. Denke ich mal, einen schlechteren Apex haben. Torres ist im Windschattenfenster. Jetzt muss Signgeber aufpassen. Son Goku in der Box, aber ich muss auf die Kollegen aufpassen. Aber Signgeber konnte sich noch behaupten. Und
wollte ich gerade so noch behaupten. Aber du, das Scheinwilli wieder ranholen. 5,8, da kann aufholen. Komm, Scheinwilli, du musst das nutzen, Junge. Letzte Runde natürlich von Silent Gamer. 1,57,7, 1,57,3. Willi 1,57,2. Komm, Junge, weiter, weiter pushen. Der spielt an der Box. Denke ich mal, wird Schaden reparieren und die Mediums jetzt abwerfen. Ja, das muss er auch. Was zieht er sich jetzt auf? Die Weichen, okay. Aber zurück zum Kampf hier vorne. Der hier immer noch richtig tobt zwischen einem Torres und Silent Gamer. Komm, Junge, Silent Gamer, du musst aufpassen. Willi, irgendwie, ich bin hier am Verzweifeln. Willi, Junge, du musst ran, Junge. Komm fort, komm ran. Torres jetzt vorbei an Silent Gamer. Jetzt habe ich das schon wieder verpasst, aber diesmal nicht. Ich habe noch immer verpasst zwischen die beiden. Ich habe es verpasst. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe es wieder verpasst. Das gibt's einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Aber Silent Gamer wehrt sich mit hängenden Füßen da. Torres aber wieder innen reingezogen auf Start und Ziel gehabt, hat aber, glaube ich, Silent Gamer den besseren Apex und versucht natürlich, sich Position 2 wieder zurückzuholen, aber tut das endlich mal Scheinwilli auch nutzen, aber Silent Gamer versucht rauszuziehen, greift da an auf der Bremse. Oh, da haben sie sich aber beide noch gerade so ein bisschen den Platz gelassen. Hart, aber bis jetzt fair, aber richtig starker Drift aber von Silent Gamer. Das muss Scheibenwilli jetzt irgendwie langsam einmal nutzen. Scheibenwilli jetzt 5,2, Junge. Du nutze das. Komm ran. Oh, da musst du aufpassen. Hier Kurveneingang ist Silent Gamer ein bisschen besser. Aber wieder ein Quersteher. Also richtig unruhig das Auto. Aber dasselbe geht auch für Torres. Torres hat auch mit seinem Auto zu kämpfen. Aber es ist für Silent Gamer auch nicht einfach. Es ist eine Dirty Air drin. Das dürfte auch Schwierigkeiten haben, in den S-Kurven dran zu bleiben. Aber versucht dran zu bleiben. Und ist auch nah dran. Jetzt wieder für einen Angriff. Und wäre auch dabei auch schon wieder fast in die Mauer geflogen. Ja, versucht Silent Gamer. Boah. Also wieder fast abgeflogen. Scheinwilli, komm Junge, nutzt das. Oh, da musste, glaube ich, Silent Gamer kurz vom Gas. Da war er der Wiese näher rangekommen, als ihm lieb war. Torres, Alter, hat Druck, der kann sich nicht ausruhen. Mystic Sykes kontrolliert das vorne natürlich souverän. Muss aber auch konzentriert bleiben. Torres kann sich immer noch behaupten vor Silent Gamer. Ja, der Kampf wird schwierig werden, mein Lieber. Komm Junge, greif an. Scheinwilli nutzt das jetzt allmählich, Junge. Komm Junge, pushen, was das Zeug hält. Robbt dich wieder irgendwie ran. Songu natürlich fast vollgetankt. Ich glaube, Songu plant hier tatsächlich eine Ein-Stopp-Strategie. Hat die Weichen genommen. Da bin ich gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Tobi auf dem Alan-Stint unterwegs. Selbe gilt natürlich für Dashbeat. Aber Dashbeat hat was aufzuholen. Gucken, wie weit das noch geht nach vorne für ihn. Scheinwilli muss pushen, was das heute geht. Er muss ran, Junge. Du musst ran, du musst kämpfen, du musst wieder ran. Robb dich ran. Ja, kann Silent Gamer mit Torres mithalten.
schwer werden. Aber da hast du schon quietschen den Reifen. Willi, mein Lieber, versuch das zu nutzen. 4,4. Robb dich ran. Wo die Reise hingeht, Torres, was fährt er jetzt für eine Runde? 1,5, starke Runde von einem Torres. Sainz war eine 14. langsamer. Willi, wo bist du unterwegs? Ja, Willi war eine halbe Sekunde schneller. Jawohl, Willi, genau sowas will ich sehen von dir. Mach weiter so, weiter solche Rundenzeiten kommen. Ah, Son Goku ebenfalls mit einer persönlichen Bestzeit. Tobi ist ebenfalls auf einer persönlichen Bestzeit unterwegs. Ah, okay. Und Tobi, hau mal was raus. Ah, wo kann man sich da später mal eine persönliche Schnellzone fahren? Nee. Nicht ganz. Aber wie ich sehe, tut Scheinwilli aufholen allmählich zu Silent Gamer. Ah, Silent Gamer kann den Anschluss nicht ganz halten gegen Torres. Boah. Und da wäre auch Silent Gamer wieder fast abgeflogen. Vorne an der Spitze Mystic Cerix. Fährt einsam und alleine seine Runden. Aber muss auch bald die Box wieder aufsuchen. Da bin ich gespannt, wo das hier aufgehen wird. Nicht, dass hier der lachende Dritte bei der ganzen Nummer hier Son Goku ist. Halten seine Reifen, das ist die Frage. Scheinwilli rückt allmählich näher, aber in Gänsefüßchen-Schritten. Aber Torres muss definitiv noch die Box aufsuchen. Dasselbe glaube ich für Silent Gamer, aber Silent Gamer sein Stop, denke ich mal, wird ein bisschen kürzer ausfallen als den von Torres. Dasselbe geht für Scheinwilli. Klar, Scheinwilli hat ein bisschen mehr Sprit drin als gehen da vorne. Trotzdem, Junge, alles was geht. Und das auch natürlich auch für Son Goku, also Reisesport, Rennsportstrategie interessant. Und Tobi weiter im Vollgasmodus unterwegs. Klar, zwar aktuell Sechster, aber versucht sich noch irgendwie ranzuarbeiten. Selbe für seinen Kollegen. Mit der Speed. Headquarter aktuell 6,7. Reisesport 4 und 5. Ah, werden sich ein bisschen ärgern noch heute, was Teampunkte angeht. Silent Gamer muss ein bisschen abreißen lassen von Torres. Was die letzte Rundenzeit ergibt jetzt die aktuelle. 57,8. Scheinwilli kann das irgendwie kontern. Was hat Scheinwilli? War nur 3 Zehntel schneller. Scheinwilli kommt nur. Aber Torres war auch nur 2 Zehntel schneller, also es waren ungefähr dieselben Rundenzeiten. Fast dieselben Rundenzeiten. Ja, Mystic Cerix kann es vorne eigentlich ruhig angehen. Aber dahinter wird es ein Kampf um die Strategie werden. Torres muss auf jeden Fall an die Box. Er hat zwar pflichtreifenmäßig
seinen Dienst getan, aber der Sprit reicht natürlich nicht, um zu Ende zu fahren. Dann hast du natürlich seinen Gamer. Ich glaube, sein Sprit reicht auch nicht, um zu Ende zu fahren. Das bedeutet, die beiden Mercedes-Piloten müssen auf jeden Fall an die Box. Also Scheibenwilli. Ich glaube, sein Sprit reicht auch nicht ganz, aber er braucht nicht so viel nachtanken. Man muss auf jeden Fall auch vielleicht noch an die Box. Aber so ein Goku ist der erste Kandidat, der es vielleicht mal versucht mit einer Einstoppstrategie. Und das könnte natürlich das Husarenritt werden des Jahrhunderts hier, wenn er das irgendwie noch hinkriegen würde. Da muss ich so ein Goku im Auge behalten. Da bin ich gespannt, ob das Kunststück funktioniert. Hängt natürlich davon ab, dass er den Speed halten kann, den er momentan fährt. Das heißt, hinten raus gesehen gegen Rennende könnte das hier echt noch interessant werden, ja. Glaube ich, da kommt es wieder zu den einen oder anderen Zweikämpfen oder Dreikämpfen hier. Ich glaube, die werden sich hier alle wieder irgendwie treffen. Gespannt sein. Oh, da war Seingeber mit einem dicken Fehler. Ich sag mal, was ist denn das hier? Kommentator ist heute auch nicht irgendwie heute drauf. Ich habe hier gerade die falschen Tasten gedrückt. Ach je. Wir jetzt nur noch 1,1 Sekunden nur noch hinter seinen Gamer. Ich glaube, dessen seine Reifen jetzt ein wenig immer mehr Probleme machen. Letzte Runde war eine 58,2, Scheibenwilli war mit einer 57,1 unterwegs, also über eine Sekunde hat er aufgeholt. Ich glaube, da muss allmählich sein Gamer jetzt im Rückspiegel schauen. Da muss ich auf die Rundenzeit achten von Son Goku, aber seine Reifen halten die noch 20 Minuten Stint aus. Das wäre ein Wunder, wenn er das hinkriegen würde. Das wäre wirklich ein Wunder. Wenn so Goku das hinkriegt, dann absolut Chapeau, dann muss ich die Lauda-Kappe ziehen. Hut ab, das wäre strategisch mal eine richtige Hausnummer. Der Spiel hat wieder irgendwo einen Fehler gehabt, hat sich wieder vorne einen Schaden geholt. Ah, Junge. Aber wie geht das strategisch jetzt hier aus? So Scheibenwilli jetzt allmählich rückt jetzt sein, gehen wir immer mehr auf die Pelle. Der Probleme mit seinen Reifen immer mehr hat. Torres natürlich konnte sich absetzen jetzt, aber sein Tank ist leer, das heißt, er muss an die Box. Da bin ich gespannt, wer wie reagiert. Wenn du da siehst, wie dicht dran am Curb und dann am Dreck dann. Ah, führend ist aktuell an der Box, Mystic Cervix. 1,5 Sekunden. 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 1,5 Sekunden
Okay. Aber da hinten. Jetzt bin ich gespannt. Torres muss jetzt an die Box. Den sein Sprit ist alle. Was macht sein Gamer? Fährt er noch eine Runde oder versucht er auch gleich die Box aufzusuchen? Geht an die Box. Silber macht Scheibenwilli. Seine Scheibenwilli hat die Taktik geändert. Scheibenwilli hätte noch draußen sein können. Das heißt, wir haben aktuell von Position 2, 3 und 4. Die Fahrer haben wir alle an der Box. Und das ist die Chance. Jetzt bin ich gespannt für Son Goku. Der ist auf einer ganz anderen Strategie unterwegs. Der müsste jetzt in Position 2 übernehmen eigentlich. Und das macht er auch. Wer bleibt wie lange an der Box? Torres muss auf jeden Fall mehr nachtanken. Scheinbar sein Stop war am kürzesten, ja, und das hat sich so rauskristallisiert, dass Scheinwilli dadurch Sidegamer überholen konnte in der Box und natürlich sich wieder viel näher ran an Torres ranarbeiten konnte. Aber der natürlich bis jetzt profitiert hat natürlich von dieser Aktion, ist natürlich Son Goku, der sich aktuell auf Position 2 ist. Frage ist nur, ob seine Reifen bis zu Rennende noch halten. 17 Minuten hast du noch mal lieber. Also wenn du das hinkriegst, dann ist das ein Husarenritt à la Paris. Das wäre dann schon eine Hausnummer. Aber ich glaube, da will ich nicht wetten. Also wir können gerne alle, wir können Wetten abschließen, aber ich glaube, da poker ich zu hoch. Wenn er das hinkriegt, dann Wahnsinn. Das wäre eine Monsterleistung. Aber dahinter kommt die Kampfmeute, angeführt von einem Torres, dann Scheinwilli und dann Silent Gamer. Ja, Silent Gamer ist super soft. Willi weich. Ja, Torres super soft. Ja, ich denke mal, der Sprit reicht bis Rennende. Willi hat ein bisschen mehr, aber Willi muss aufpassen. Silent Gamer ist im Kampfmodus. Ist in. Willi muss ein bisschen aufmachen, die Tür. Da hat sich Silent Gamer schon auf Position 3 geschoben, aber hat jetzt einen richtigen Quersteher. Das heißt, er konnte nicht optimal aus der Kurve raus beschleunigen. Das könnte vielleicht Scheinwilli wieder irgendwie nutzen. Das bedeutet aber auch natürlich gleichzeitig, dass die beiden Mercedes-Piloten da vorne eher Probleme bekommen mit ihren Reifen als der BMW-Piloten. Und vorne natürlich, was ist los? Son Goku auf der 1. Was ist mit Mystic Zeug los? Nanu hat er irgendwo einen Fehler gehabt. Der ist hier im Ghosting-Modus unterwegs. Nanu, Junge, was ist mit dir los? Ist jetzt auf die 4 zurückgefallen. Auf die 5. Na, Nüchen, willst du nicht etwa der Citroën-Fahrer noch richtig interessant machen die letzten 15 Minuten? Das sieht wohl danach aus. Das sieht wohl danach aus, als hat Mystic Zeug ein Einsehen gehabt und wird sie gesagt, also ich werde die ganze Sache jetzt mal interessanter gestalten. Jetzt hat er natürlich die Karten ins ganz anders gelegt. Jetzt geht es ja natürlich da vorne jetzt um den Sieg. So, Torres natürlich klar, hat neues Supersoft. Versucht natürlich sich gleich Position 1 zu holen. Son Goku ist natürlich mit einer Wahnsinnsstrategie unterwegs, aber ich glaube, mein Lieber, das mit deinen Reifen wird sich leider nicht ausgehen. Du wirst vielleicht nochmal eine Box aufsuchen, aber es wäre ein Husarenritt. Oh, der Dreck. Sein Gamer auf der 3. Wenn Son Goku reagieren muss und seine Reifen sagen, du, es geht nicht mehr, muss er an die Box. Das heißt, sein Gamer übernimmt Position 2, dann Scheinwilli auf der 3 theoretisch und dann Mystic Sykes würde die Position 4 übernehmen. Aber da natürlich Torres und sein Gamer beide auf Supersoft unterwegs sind, ist die Frage, reicht die Performance bis zu Rennende? Denn Willi ist mit Soft unterwegs. Dasselbe gilt für Mystic Sykes, ebenfalls mit Supersoft unterwegs. Ist die Frage, wer am Rennende noch die besseren Karten hat. Das heißt, sein Gamer kann natürlich und auch Torres können nicht so pushen und bis ihre Reifen ein bisschen am Leben erhalten.
Und Mystic Sykes ist jetzt wieder ganz nah dran an Scheibenwilli. Will er sich da einmischen? Er ist zwar Meisterschaftsführender, aber ich glaube Position 4. Hallöchen. Er wollte die Sache auf jeden Fall interessanter gestalten. Son Goku natürlich zurückgefallen. Son Goku war an der Box, hat doch gemerkt, es ging nicht mehr, ich brauche neue Reifen. Ja gut, das war schlau. Ich wäre wahnsinnig geworden, wenn du das noch geschafft hättest, aber ich glaube, die Reifen hätten das einfach nicht mitgemacht. Oh, Mystic Sykes mit der Strafe. So, Scheibenwilli, komm. Der Kampf um Podium ist hier voll entbrannt. Sein Thema da vorne, glaube ich nicht, dass er irgendwann muss er auch ein bisschen defensiver fahren, wenn er seine Super Soft noch über die Ziellinie bringen will. Dasselbe geht natürlich auch für Torres. Kannst nicht ewig so pushen. So, das ist natürlich Mystic Sykes, der entweder irgendwo einen Fehler gehabt hat oder die Sache spannender gestalten wollte. Aber er will, glaube ich, dass ich noch mal ein bisschen mit einschalten. Das heißt, wir haben hier einen Vierkampf. Um die letzten 3 Plätze auf dem Podium. Angeführt natürlich aktuell von Torres, dann kommt Zeitgeber, dann Scheibenwilli und Mystic Sykes. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt, was sich hier noch rauskristallisieren wird. Ich meine, Mystic Sykes ist ja klar deutlich schneller, das hat er ja gezeigt. Aber die Frage ist, wie wird sich das vorne hier ausgehen? Wen brechen die Reifen als erstes ein? Oh, Scheibenwilli. Scheibenwilli versucht sich nicht irgendwie auf ein Spiel einzulassen mit Mystic Sykes. Ja, war schlau. Die Performance von Mystic Sykes ist zu stark, aber der könnte sich auf jeden Fall noch das Zuhängen in der Waage sein. Aber ich muss gucken, wie sich das vorne weiterentwickelt. Beiden Mercedes-Piloten waren in der letzten Runde praktisch gleich schnell unterwegs. Letzte Runde 56,9. Junge, du musst näher ran. Du musst doch was versuchen mit 10 Minuten. Komm, das wird doch gegen Rennende, wird das lustig werden. Sidegamer hat eine Strafe. Und da fängt das Spiel schon an. Ah, die Junge, du musst sie absetzen. Das weißt du ja. Ah, macht er auch brav. Vorbildmäßig. Und natürlich die Chance für Willi wieder auf Position 3 wieder sich auf dem Podium wieder zurückzumelden. Aber Sandgamer ist noch da. Sagt zu sich, nein, so einfach nicht. Scheibenwilli, Junge, jetzt musst du kämpfen, was das Zeug hat. Mach dein BMW so breit wie es geht. Breiter am breitesten. Seingeber hat Glück gelegt, der Blut zurück auf Position 3. Ist auf Freier-Modus unterwegs und Seingeber weiß auch, solange die Superstars funktionieren, muss ich vorbei. Jetzt habe ich das gut schon. Seingeber. Perfekt. Torres da vorne wird jetzt allmählich Besuch bekommen von Mystic Sykes. Letzte Runde 56,1. Ich glaube, da fangen schon ein wenig die Super Soft an, nicht mehr so top zu funktionieren. Ja, und Mystic Sykes ballert hier gleich nochmal eine 54,7 hin. Da sollte man definitiv mal eine Dopingprobe von dem Fahrer und von dem Auto nach dem Rennen mal nehmen. Scheinbar noch 3,2 hinter Torres. Komm, Willi. Jetzt oder nie. Komm, die Weichen sind auf der Distanz besser. Was musst du nutzen?
Robb dich wieder ran. 8 Minuten hast du noch. Und alle Piloten siehst du auf der Startziel ran. Das heißt, die rücken alle immer näher zusammen. Flüssigzeugs hat jetzt Kontakt aufgenommen zu Torres. Scheinwilli versucht näher ranzukommen, pusht, was das Zeug hält. Ja, und sein Gamer bekommt allmählich Probleme mit seinem Supersoft. Die, glaube ich, jetzt schon ihre beste Zeit hinter sich haben. Das ist die Chance natürlich für Scheinwilli, sich weiter ranzuroppen. Aber das Zünger in der Waage ist natürlich hier Mystic Sykes. In den S-Kurven, versucht das in den S-Kurven. Ja, frisst erstmal den Dreck von Torres, den er erstmal da aufgewühlt hat. Aber jetzt kommt natürlich der Windschatten. Jetzt natürlich ist Mystic Sykes in einer Position und zieht raus. Denkt mal mit Überschuss und holt sich natürlich die Position 1 zurückholen. Aber Torres ist drin und macht die Linie vielleicht zu. Er muss Torres die Linie mal zumachen. Aber außen war noch Platz. Aber nee, Torres macht zu. Und das ist die Chance natürlich für Scheinwilli, dass Scheinwilli wieder rankommt. Komm, Willi. Feuer frei. Mystic Sykes wieder in Angriffsposition, aber zieht wieder zurück. Hat auch da gleich wieder eine neue schnellste Runde in den Asphalt geballert. Und Mystic Sykes macht mächtig Druck auf Torres. Torres muss richtig schwitzen. Ich glaube, der schwitzt richtig. Der ist am Schwitzen. Der Citroën-Pilot klebt ja an dem Heck und macht mächtig Dampf und Druck. Ah, Mystic Sykes zieht rüber, macht die Spielchen. Lässt sich Torres darauf ein. Nein, noch nicht. Und Scheinwilli kann das nutzen. Scheinwilli kommt näher, nur noch 1,8 Sekunden. 2,2, 2,3, aber er kommt näher. Sein Gamer, seine Reifen lassen all das nicht mehr zu. Aktuell auf der 5 Son Goku, dann kommt der, spielt auf der 6 und natürlich aktuell leider so sage Tobi. Aber zum Kampf da vorne. Mystic Sykes bearbeitet immer noch einen Torres. Was hat Mystic Sykes vor, frage ich mich hier. Der hätte schon eigentlich theoretisch längst vorbeifahren können, aber nein, er kämpft immer noch mit Torres. Und Scheinwilli, komm Junge. Irgendwie, du musst ran. Du musst ran, Junge. Jetzt wieder, Mystic Sykes zieht wieder raus, zeigt sich wieder. Aber nein, zieht noch zurück. Komm Willi, komm Junge, komm. Du musst weiter nach vorne pushen. Solange noch irgendwie Leben in deinen Reifen ist, musst du vorbei. Aber da habe ich es leider gerade nicht gesehen, hat sich Mystic Sykes wieder auf Position 1 zurückgeschoben. Schau ich mir mal das Replay an. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, gut, okay, ja, Mystic Sykes ist deutlich schneller. Kann das nutzen. Aber was macht Mystic Sykes? Welche Strategie packt er hier aus? Torres Supersoft müssten jetzt aber allmählich wirklich nachlassen. Das muss die Chance für Scheinwilli sein, dass Scheinwilli sich langsam wieder nach vorne, sich wieder herankommt an Torres. Ja, ich werde hier noch nicht so richtig schlau hier, was hier gerade hier los ist. Dieses Bild ist merkwürdig, was ich hier sehe. Ich habe zwar eine Ahnung, aber ich werde es nicht aussprechen. Dem Schweizer ist alles zuzutrauen. Scheinwilli immer noch Abstand 1,9 Sekunden.
Du hast noch 3 Minuten. Du machst mich wahnsinnig, Junge. Junge, gib alles, was du hast, wie du das auch machst. Komm. Du musst näher ran, du musst näher ran, du musst ins Windschattenfenster kommen. Da wirst du einfach 2 Minuten. Ich habe das Gefühl, vielleicht noch eine und doch die andere noch. Also das heißt noch 2 Runden. Willi, du hast noch 2 Runden Zeit. Du hast noch 2 Runden Zeit, das irgendwie noch hinzubiegen. 2 Runden hast du noch. Komm, lass dir was einfallen. Du musst angreifen jetzt. Es geht nicht mehr anders. Frage ist, kann Torres irgendwie noch die Supersoft noch irgendwie über die Ziellinie retten? Jetzt aber los, jetzt Junge, 1,7, 1,6, jetzt komm ran, Junge, komm ran, push dich weiter nach vorne. 1,56,6 von Schallenwilli, 1,56,8 von Torres, 2 Zehntel hast du dir geholt. Aber das reicht nicht. Torres seinerseits versucht natürlich alles mit Hängen und Würgen auf dieser Position zu bleiben. Aber komm, Willi, deine Weichen sehen noch gut aus. Wesentlich besser als die von dem Mercedes-Fahrer. Das musst du jetzt langsam nutzen. Aber Torres wehrt sich mit Hängen und Füßen. Aber in den S-Kurven, mein Lieber, kannst du in den S-Kurven vielleicht noch den bisschen besseren Grip nutzen, den der BMW hat. 1,1, 1,1 unter einer Sekunde. Torres hat einen Fehler gehabt in den S-Kurven. Da waren seine Supersoft nicht mehr auf voller Höhe. Das ist natürlich die Chance jetzt für Scheibenwilli. Scheibenwilli ist jetzt im Windschattenfenster. Komm jetzt, Junge, aber jetzt los hier. Attacke. Die Parole sage ich jetzt nicht. Du kennst sie. Los jetzt hier. Aber der Mercedes-Fahrer wird auch alles dran setzen, das zu verhindern. Aber jetzt bist du dran, 4 Zehntel. Du hast noch eine Runde. All in jetzt. Jetzt heißt es nicht mehr zurückhalten. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Komm, anfeuern jetzt. Auch mal im Chat jetzt hier. Mal anfeuern jetzt. Komm jetzt. Das ist der BMW-Fahrer. Muss jetzt Vollgas geben. Jetzt heißt es all in jetzt. Jetzt kannst du dich nicht mehr zurückhalten. Du hast nur noch diese eine Runde. Wenn du auf 2 willst, dann musst du jetzt das Wunder auspacken. Jetzt oder nie. Die Brechstange, alles was du hast, dein ganzes Repertoire, was du hast, muss jetzt raus. Jetzt oder nie. Der Mercedes-Fahrer ist angeschlagen. Torres kann sich nicht mehr so richtig wehren, weil seine Reifen nachlassen. Jetzt oder nie, Willi. Komm. Das ist die letzte Runde für dich. Jetzt oder nie. Das wird bald der neue Spruch werden für dich. Komm, Junge. 3 Zehntel. Jetzt mach einen Move. Setz an. Komm, Willi, Feuer frei. Das sind nur noch 2 Zehntel, 3 Zehntel. Komm, ran, S-Kurven. Bleib dran. Der Mercedes-Fahrer kann, glaube ich, in den S-Kurven nicht mehr den Speed gehen. Torres wehrt sich natürlich. Klar, kann er sich auch, will er natürlich auch. Letzte Runde, das will er sich auch nicht nehmen lassen. Völlig verständlich. Aber Willi, komm, bleib an den S-Kurven dran. Es wird hart werden. Ja, 5 Zehntel, bleib im Windschattenfenster, Junge. Quetsch raus, was geht. Jetzt oder nie. Jetzt muss der Angriff folgen. Jetzt muss der Angriff folgen. Das ist eine gute Chance. Bleib im Windschatten. Jetzt musst du rausziehen. Das geht jetzt nicht mehr anders. Zieh raus. Greif an jetzt. Zieh innen rein. Ah, hier wirst du verrückt. Hier wirst du verrückt. Willi, mach's bitte nicht. Ey, hier fliegst du gleich vom Stuhl. Hier, eine Zehntel nur noch. Ich werde hier irre. Ich habe das Shirt schon ausgezogen. Ne? Ist nur noch das Unterhemd nur noch dran. Jetzt oder nie, Junge. Pack irgendwas aus. Du musst jetzt noch irgendwie vorbei. Irgendwie. Ich werde hier irre. Willi, Alter, ich blick dich zusammen. Jetzt komm. Der Mercedes-Fahrer ist angeschlagen. Jetzt musst du auf der Start. Du musst rausziehen. Rausziehen. Jetzt zieh raus. Das geht nicht mehr anders.
Ja, und so ziehst du raus und das war ein starker Move, aber kann Torres nochmal sich wehren? Komm, bleib auf dem Gas jetzt, Bleib auf dem Gas. Ja, und zweiter, da ist unglaublich. Sieger des Rennens und Sieger natürlich des heutigen Rennens und für mich Rennen des Mannes ist Scheibenwilli. Aber trotzdem, Torres an dich, klasse gekämpft, aber Scheibenwilli, Wahnsinn. Jawohl, und die Hose fliegt hier gleich mit hinterher. Bam! Endlich hast du es mal den Kritikern gezeigt. Irres Rennen und natürlich auch Glückwunsch an den Sieger Mystic Sarex, aber trotzdem Mann des Rennens heute. Für mich Scheibenwilli. Ich bin hier zwar nicht parteiisch, aber trotzdem, ich peitsche den Jungen immer an und heute hat er es mir gezeigt. Heute hat er mir demonstriert, er kann es, aber trotzdem, Mystic Sarex, Glückwunsch mein Lieber. So, gut. Der Kommentator ist durchgeschwitzt. Ich suche meine Hosen. Wo sind sie? Keine Ahnung. Ich werde mal die Jungs zum Interview einladen. Na, jetzt mal Standing Ovations natürlich. Ach. Torres, grüß dich, hallo. Bist du ein bisschen leise? Kannst du ein bisschen lauter stellen, dein Mikro? Ja, kann ich. Ah, nö, jetzt hast du dich wirklich gut an. Trotzdem nochmal Glückwunsch an dir. Trotzdem tapfer gekämpft, mein Lieber. War klasse. Hast alles gegeben, was geht, aus deinen Reifen rausgeholt. Perfekt. Also kannst du auf die Schulter klopfen. Mehr ging nicht. Ich warte jetzt nur noch auf die anderen. Ah, okay, da kommt der nächste. Hey, yo. Kurze Frage an euch beiden. Seid ihr beide durchgeschwitzt? Übelst durchgeschwitzt. Nee, Torres? bin ich durchgeschwitzt. Torres? Ja, In der letzten Kurve bin ich ein bisschen ins Rutschen gekommen. habe ich gemerkt. Da habe ich wäre fast gerade ausgerutscht. Ja, hast mich auf einer Kegelbahn fast mitgenommen. Ja, das wollte ich auch nicht. Ich habe nur gehofft, oh Gott, hoffentlich zieht er jetzt nicht rein, hoffentlich hau ich nicht jetzt raus. Ja, ich wollte gerade reinziehen, aber dann hast du mich schon geküsst. Ich bin innen einen Ticken zu lang auf dem Gas geblieben. Und dann bin ich ins Schlitter gekommen. War auf jeden Fall nicht mit Absicht. Na gut, okay, mal gucken, ob der erstmal Ziel kommt. Fangen wir auf jeden Fall mit dem Puls-Interview an. Auf jeden Fall erstmal fangen wir mit dem Drittplatzierten an, einem Torres. Der Start, muss ich sagen, war gut. Konnte sich gleich mal auf Position 2 irgendwie schieben. Ja. Aber dann muss ich sagen, ihr habt heute, denke ich mal, auch alle heute irgendwie auch mit die Reifen heute gekämpft, ne? Also mit dem Medium oder auch mit die Supersoft, auch so, das war heute alles auch nicht so einfach, auch für dich, ne? Aber trotzdem auch starkes Rennen, auch wie jetzt gerade wieder Rennen bis zur Ziellinie gekämpft wie ein Löwe. Aber schöner trotzdem mal das Rennen aus deiner Sicht. Ja, keine Ahnung, das Auto ist so ein Reifenfresser. Kann ich mit Silent auch bestätigen. Ich denke schon. Keine Ahnung, einfach nur hoffen, dass ich keinen Fehler mache, dass ich keinen Wheelspin kriege. Damit der Reifen irgendwie so lange wie möglich hält. Dass man auch so lange fahren kann, wie man eigentlich vorhat. Weil ja auf letzte Strecke war es Katastrophe, da war der Reifen innerhalb von 5 Runden schon tot. Ist der Mercedes ein Auto unter dem Setup, das den Reifen noch stärker rannimmt als zum Beispiel die Corvette oder so? Konntest du da irgendwie da mal einen Vergleich ziehen? Also letzte Saison bin ich ja die Corvette gefahren mit dem Setup. Da habe ich das Gefühl, mit dem Setup konnte ich das irgendwie noch ein bisschen reduzieren. Da hatte ich so gut wie gar keinen Reifenverschleiß. Aber jetzt ohne Setup und der AMG, ein bisschen Hausnummer. Ne? Ja.
Das ist kein einfaches Auto. Aber trotzdem hast du dich tapfer geschlagen, also was die Reifenperformance angeht, hast du dich eigentlich tapfer geschlagen, da kann man nicht sagen. War eigentlich okay von dir. Und trotzdem so die Zweikämpfe, so aus deiner Sicht, so, Ich glaube, jeder ist mal heute ein bisschen Brechstange gefahren. ja. Ähm, Ja, du aber hast so einen guten Dreikampf gehabt, also gerade am Anfang des Rennens, da war ja ein Dreier, manchmal auch ein Vierkampf hier zwischen Dashbeat und Scheibenwilli und auch Sidegamer. Ja, da ging es ja richtig ab zwischen euch. ja, ich hatte einfach nur gehofft, dass keiner mich hinten küsst, dass ich vorne keinen küsse oder sowas. Und eigentlich so im großen Tumult wollte ich so schnell wie möglich eigentlich abhängen. Aber Hm. war eine Zeit lang nicht möglich, weil die auch hinter mir am Arsch klebten. Und ja, Aber trotzdem aus deiner Sicht bist du mit dem Rennen zufrieden, oder? also wo ich kurz den grauen Mystic Series gesehen habe, da hatte ich kurz Hoffnung, muss ich ehrlich Hm? sagen. Hm? Dachte mir so, komm, bleib ein bisschen länger im Startdingens. Aber naja. Ja, was willst du halt machen? Es ist halt, ja, ich war auch überrascht auf einmal, wo ich gesagt habe, nu, was ist denn los? Mystic Syrinx natürlich, hat einen Fehler gehabt, aber ich werde ihn da mal fragen. Werde ich ihn dann schon mal fragen, was da los war. Aber nee, egal. Aber trotzdem aus seiner Sicht, klasse, starke, gute Vorstellung wieder von dir, auch was die Zweikämpfe angeht. Hast eigentlich bravos gemacht. Und da kommen wir jetzt zum Zweitplatzierten und aus meiner Sicht natürlich der Rennfahrer des Tages, Scheibenwilli. Scheibenwilli, mein Junge. Ich peitsche dich schon so die ganze Zeit nach vorne, aber heute hast du es mal gezeigt. Ja, also, Warum nicht immer so, Junge? ja, dann müssten wir immer auf Lago Maggiore fahren, glaube ich. Also, ich muss sagen, ja, das Reifenproblem war, das ist, glaube ich, streckenbezogen. Also die Strecke ist echt ein absoluter Reifenfresser. Und ich habe mich dann kurzfristig dann dazu entschieden, auf weich zu starten und bin damit auch gut ins Qualifying gekommen, von 2 gestartet, aber dann ist mir irgendwie die Drehzahl abgesackt beim Start und zack war ich dann irgendwie 5. oder 6. oder irgendwie sowas. Und ja, dann war es dann mehrere Runden lang ein richtig heißer Vierkampf, Dreikampf, je nachdem. Es war schon extrem geil, das hat schon mega Bock gemacht. Und ja, dann habe ich halt gemerkt, dass der weiche Reifen eigentlich relativ gut unterwegs war und habe mich dann kurzerhand für die altbewährte 20-Minuten-Taktik entschieden und habe mir gedacht, komm, 20 Minuten weich, 20 Minuten Medium, 20 Minuten weich, passt. Und ja, hat ja auch am Ende gepasst, sage ich jetzt mal. Gut, in der letzten Kurve bin ich dann doch ein bisschen ins Schlittern gekommen und habe da Torres dann ein bisschen berührt, was absolut nicht meine Absicht war. War ein heißer Zweikampf, aber ja gut, wenn da irgendwas entschieden werden sollte, muss ich da die Rennleitung da das Ganze mal angucken. Ich denke mal, es ist noch glimpflich ausgegangen. Ja, und konnte mir dann somit dann am Ende des Tages dann den zweiten Platz dann doch nochmal zurückholen. Ich weiß nicht, was mit Silent Gamer war, der war die ganze Zeit so eine gute Sekunde hinter mir im letzten Stint und auf einmal brach er ein. Ich hatte dann 5 oder 6 Sekunden Vorsprung. Ja, hat Probleme, denke ich mal, mit seinen Reifen gekriegt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, na ja, komm, vorne ist noch ein Zweikampf zwischen Torres und Syrinx. Und da habe ich halt sehr früh gemerkt, dass das den beiden richtig, richtig viel Zeit gekostet hat. Und dann kam ich halt immer weiter ran, immer weiter ran. Und ja, gut, dann letzte Runde war dann natürlich heißer Kampf, ne? Aber Ja, muss man das gut fertig. muss ich sagen, von euch beiden war das ein episches Duell bis zur letzten Kurve, bis auf die Start- und Zielgeraden. Also da könnt ihr euch beide auch wieder auf die Schulter klopfen. Sowas geht auch immer in die Rennsportgeschichte ein. Ne? Kampf bis zur letzten Kurve, bis zur letzten Ziellinie, das ist doch das, was wir auch immer sehen wollen, liebe Zuschauer und auch ich natürlich als Also Kommentator. Das ist Rennsport. Ich wollte halt da keine Berührungen verursachen oder sowas. Nur auf einmal hatte ich irgendwie, keine Ahnung, stehende Reifen oder wie auch immer. Ich bin ein bisschen ins Schlittern gekommen und dann ein bisschen gerade ausgerutscht. Und ja, gut. Ja, nee. Trotzdem, mein Lieber, kannst du zufrieden sein für dich. Starkes Rennen heute gefahren. Danke, Da kannst du heute mal einen Kölscher nehmen. Das kannst du dir heute reinschmeißen. Hast du heute verdient.
Ich schon durch. Ach so, dann haust du dir das nächste rein. Nee, nee. So, und jetzt kommen wir, liebe... Aha. Gut, jetzt kommen wir natürlich zum Sieger des heutigen Rennens und zum Erstplatzierten, zu Mystic Sarix. Und da sage ich doch gleich mal an Sarix mal eine Frage. Was war noch los ja so Mitte gegen Ende des Rennens? Warum warst du wieder zurückgefallen? Das ganze Rennen war heute eine komplette Katastrophe. Also zuerst habe ich mich an einem Ort gedreht, wo ich mich noch nie in meinem ganzen Leben gedreht habe. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Okay. Im ersten Stint war das. Und eigentlich wollte ich wollte nochmal probieren, einen Einstop zu fahren, aber das habe ich dann direkt weggeworfen und bin auch die 20-20-20 gefahren. Ja, erst Stint Supersoft, zweiter Medium und dann ja, bin ich nochmal auf die Supersofts, weil ich keine Ahnung hatte, wie sich die Weichen anfühlten. Ja, und dann ist ja natürlich das nächste super Ding passiert, und zwar ist mir mein Lenkrad ausgefallen. Dann konnte ich mich noch in den Ghost-Modus retten und ja, irgendwann, wo ich es dann wieder angebracht habe, war ich zwischen den anderen drin, da wollte ich mich erst nicht entghosten und wollte das alle mal durchfahren. Und dass ich da niemanden irgendwie wegdränge oder so. Und dann hieß es nochmal aufholen. Das ist mir dann zum Glück auch gelungen. Am Schluss hätte ich die Karre fast nochmal weggeworfen. Also, ja, das war einfach Katastrophe. Ich hab schon gedacht, du brauchst eine neue Herausforderung. Hast du mal gewartet? Das haben wir, glaube ich, alle gedacht. Das haben wir alle gedacht. Also bist du heute auch durchgeschwitzt, so wie ich dich höre. Ja, ein bisschen, ja. Oh, das sieht man auch lieber mal, liebe Zuschauer, auch wenn das Fahrerfeld, auch wenn du heute nicht in voller Besetzung da ist. Bei so einem Rennen weißt du nie, wo du ran du bist. Es kann immer so irgendwas passieren, was du nie auf der Rechnung hast. Ja, das auf jeden Fall. Das bleibt einem immer eine Lehre, sowas. Nee, trotzdem, passt die Reifen, was die Performance angeht, Qualifying hast du heute auch die Liga A gerettet. Ich meine, B hat schon stark vorgelegt und du hast nochmal eins draufgesetzt. Das war auf jeden Fall stark, also Hut ab, obwohl ich mal immer noch bei dir immer überlegen muss, wo du die Runde dahergeholt hast. Also, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich davor nicht schneller als eine 55 gefahren bin und ja, dann ist plötzlich das passiert und keine Ahnung. Muss ich nochmal die Navigationsdaten, muss ich nochmal auslesen, ob das noch ob du wirklich auf der Strecke warst. Ne? Nee. Auf jeden Fall auch an euch alle auf jeden Fall an dir nochmal starkes Rennen, zweiter Sieg. Das bedeutet für dich natürlich Meisterschaft ausgebaut, da natürlich dein schärfster Konkurrent aktuell natürlich nicht anwesend war. Das ist war, natürlich mein Glücksfall heute. Das ist dein Glücksfall, aber das, denke ich mal, wird sich in nächster Zeit ändern. Ja, das denke ich auch. Und dann wirst du auch schärfer und auch doch noch ein bisschen mehr Risiko gehen müssen. Aber nee, nichtsdestotrotz, du hast die Gunst der Stunde genutzt, aber das kann sich irgendwie wieder ändern. Jedenfalls okay, nochmal Glückwunsch an dich nochmal, auch nochmal Glückwunsch an alle. Glückwunsch auch an die anderen, das war ein starkes Rennen von euch. An alle anderen Piloten natürlich und auch noch an euch natürlich Scheinwilli und auch Torres natürlich für den tollen Rennen und Rennaction, die ihr geboten habt. Hut ab nochmal und da sage ich natürlich heute dann an liebe Zuschauer natürlich im Chat, danke auch an euch, dass ihr auch immer auch schön reingeschrieben habt und euch gemeldet habt. Immer danke, lasst noch immer schön positive Likes immer noch da, das wäre auch nett. Und dann sage ich aus meiner Sicht auch Tschüssi, auch an Leute im Chat, Tschüssi an euch natürlich, an Mystic Sarix, an Torres und an alle anderen Piloten und an Willi natürlich, mein Lieber. Ein ereignisreicher Tag geht heute zu Ende und der Kommentator nimmt sich erstmal auch heute eins. Ich sage euch Tschüssi und natürlich bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao. Tschüss.